Moin moin Freunde und willkommen zurück zu einem weiteren Part Let's Play L.A. Noire hier bei uns auf dem Konfi-Kanal. Ja, im letzten Part haben wir in dem Fall weiter ermittelt um das gestohlene Auto, haben den Fahrer kennengelernt, den Inhaber. Got things to do. Ja, ist ein perverser Typ meiner Meinung nach. Die Frau vom Täter haben wir jetzt befragt und wir wissen jetzt, dass Gabriel bei einem illegalen Straßenrennen ist. Und da müssen wir jetzt hin. Um Gabriel einzubuchten. Pregnant girlfriends aren't always a barrel of laughs. Everyone needs to let off a little steam. Some guys wouldn't come back home at all. Are you talking from experience? You know, we might get there quicker if you use the siren. Quick as we shut one of these races down, another one springs up somewhere else. Wo können wir denn Kids hier used to steal langfahren, ey? cars to sell them. Now they just want to wrap them around a lamppost. Oh. The next 16-year-old I have to peel off the sidewalk, you're calling the mother. I've had enough of those to last me a lifetime. Ist das wirklich der 16 ist und der hat eine 22-jährige Freundin? Echt? Krass. Kriegt ein Kind mit 16? Okay, davon halte ich nicht viel. Davon halte ich gar nichts. Aber wir müssen da hin und dann würde ich mal sagen, benutzen wir mal die Sirene. Weil illegale Straßenrennen und so. Clever ist es vielleicht nicht, die Sirene zu benutzen. Aber wir müssen. Wir schnell wie möglich dahin kommen. Die können natürlich Verdacht schöpfen, aber nee. Wir sind Officer Cole Phelps mit unserem Partner Stefan Bekowski. Dem Poin, den wir alle lieben. Von daher werden wir das schon schaffen. So, hier mal wieder. Wir müssen aufgebockt. Einen kleinen Unfall gebaut. Oh Gott, das habe ich früher in L.A. auch so geliebt. Ja, illegale Straßenrennen. There's the red Ford. That's Delgado right there. Den roten Ford müssen wir holen. Dann mal hinterher. Quick! They're getting away! Phelps, 1247. Requesting assistance at 1st and Santa Fe. Reports of an illegal street race. Okay, und die haben uns. Ja, ich versuche an Delgado dran zu bleiben. Ja, was soll ich denn machen? Unser Wagen ist zu langsam. Wir sind hier viel zu schnell, die Kollegen. Oh. Wie der mich aufhält. Schaut euch das an. Oh, okay, und da ist der erste K.O. Da ist der... Oh, Delgado, der Typ, die Hure da gerade eben. Fuck you. Fuck you. Der hat mich reingelegt. Oh. Okay. Delgado, du warst auch dran, glaube ich, aber dein Kollege hat mich ganz schön weggerammt. Muss ich ihm ja mal lassen, aber du wirst dran glauben, mein Freund. Und zwar jetzt. Step on it, Phelps. Take him out. Was hat er gesagt? You shit Lacker? Komm raus, Delgado. Du hast keine Chance mehr. Keine Chance mehr. Hast du einen kleinen Unfall gebaut oder warum ist dein Wagen nicht mehr schnell genug? Mein Freund. Alter, krasse Mission, ey. Cooler DLC. Gefällt mir auf jeden Fall die Mission. Ja, mach ich doch. Ja, schieß doch, Bekowski. Hui. Und K.O. Okay, wir müssen den verhaften. Gabriel Delgado, you're under arrest for Grand Theft Auto. Ach, Grand Fuck Theft you, Auto. puto! You should speak to the maricon. Valdez, I showed him. Now who's the man? I should have burned his fucking car. Grand Theft Auto, wer kennt's nicht? You got a foreign dignitary outed as a fruit and a kitty raper, a car dealer we're gonna let slide for the kickbacks, and a street punk car thief who sure as hell won't be taking liberties with other people's autos again anytime soon. That, Detective Phelps, is not a bad haul.
You keep your chin low and your hands high, and you keep bringing me clearances just like that one. That's textbook policing, and we need more of it in this department. Sauber. Stefan. Wollen wir noch ein Bierchen trinken? Los. Krasse Verfolgungsjagd. Verhörkunst. Errungenschaft freigeschaltet. The Consul's Car. Gut, ein bisschen Fahrzeugschaden haben wir. Einen verletzten kleinen... Der argentinische Generalkonsul Juan Valdez bekommt seinen Packard fast ohne Kratzer zurück. 17 von 17 Hinweisen, 13 von 13 Fragen richtig beantwortet. Ich würde mal sagen, der Fall ist eine glatte 1. 5 von 5 Sternen. Nice. Und der DC gefiel mir richtig gut. Auf zum nächsten You have any Fall. plans for weekend Liberty, Jack? My sisters have been working in Los Angeles in a bomber factory. They're coming down to visit. I'm meeting them at the station at 6. Good for you, Jack. Are they cute? They're my sisters, Hank. Attention! Final inspection before Liberty. Good job, Kelso. Are we going somewhere, gentlemen? Full inspection. It had better be exceptional if any of you want liberty this weekend. Kelso, this carbine. The bore is dirty. No, it isn't. Are you arguing with me, Kelso? Do what you need to do, Sergeant. You know the bore's immaculate. Weekend liberty canceled. 2-day field drill. Clean this rifle. No. Do you know the penalty for insubordination, Kelso? Jack, don't do it. Forget him, Hank. He doesn't have what it takes. Are you two finished? Are you going to clean this rifle? No, Sergeant. Cole is right. I'm going to stop playing games and join a rifle company and fight the real enemy. Und wieder wurde nur Jack Kelso durchsucht. Eine himmlische Ehe. A marriage made in heaven. I'm in heaven. Ups. Okay. Und Fahrerflucht. Der sah ziemlich besoffen aus. All right, gentlemen, I just got this handed to me. A hit-and-run felony at Ray's Cafe, 208 North Los Angeles. Got a patrolman on site. The coroner's on his way. Get down there, see if you can find any witnesses who can put a make on the car. I think the vice boys get any on the side. Au. Das sah nicht gesund aus. Neuer Fall. Ja, Fälle im Hauptmenü. Ja, das wissen wir. So. Aber das brauchen wir nicht, weil wir das Spiel ja durchspielen. Von hinten durch. Aber das sah nicht gesund aus, Freunde. Das sah nicht gesund aus. Da ist unser Auto. Ab zum Tatort. Oh, ich möchte die Leiche gar nicht. Hoffentlich ist die Leiche schon weg. Bekowski? Ah. Oh nö. Looks like the DA is going to press charges. Anna Rodriguez might do time. I'll speak to the DA. She suffered enough. I don't know, Cole. She's an easy make, and the DA likes convictions. I'll convince him to let it go. How do you do that? I'll give him something better. Oh weia. Ah, er gibt ihm wahrscheinlich... Ah, jetzt will er Valdez rum... Ah, jetzt will er Valdez verfolgen. Ja, ich glaube, die gute Frau sollte wirklich nicht ins Gefängnis. Auch wenn sie Mittäterin war. Oh, scheiße. Da ist doch... Oh, fuck, Alter. Okay, wer ist das? Tja, die Kollegen dürfen wir wohl bald befragen, wa? Detectives, over here. Cole Phelps, traffic. What have we got?
Thick as a white male, name of Lester Patterson. Walked out of the bar and into the street. Car hit over there, and he ended up here. Dead on impact by the look of it. Have you canvassed the area? The only one with anything useful to contribute is the young lady over there. She lives above the bar. Name is Shannon Perry. No, it's not a stage name. 24 years old, she left Kansas to follow the yellow brick road. Is that so? We'll take a formal statement later. Right now we're gonna take a look around. Oh Mann. Und Tatort untersuchen. Phelps, you should take a look at the body. Poor guy didn't stand a chance. Okay. I landed on his face and ended up here. Car must have struck him from behind. Autsch. Oh Mann, Alter. Riposa in pace, imo amigo. Fuck, das hat keiner verdient. Ah. Überall Verletzungen, Schürfwunden. Aber das hat wohl das Genick nicht überlebt. Hier auch. Schauen wir uns mal. Ganz schön viel Blut. Ui. Ganz schön viel Blut. Aha, ein Brief. California Feuer- und Lebensversicherung. Lester Patterson. Lebensversicherung? Wir freuen uns, Ihnen mitteilen, dass Sie Antrag erhalten haben und Ihre Vorläufige ergeben, dass Sie wöchentlich drauf und wöchentlich 5,90 € erhöhen können. Die Erhöhung tritt am 1. Januar während unserer Standardpreis von $10.000 von $16.000. Okay. Und Erhöhung der Lebensversicherung auf einmal. $16.000 im Todesfall. Früher $10.000, jetzt auf einmal $16.000. Patterson has life insurance. Interessant. Das ist interessant. Ah, sein Geldbeutel. Führerschein Lester Patterson. 182 North Hope Street, weiß, männlich. 36, 1,73 groß, braune Augen, braune Haare, verheiratet. We can notify next of kin. Scheiße. Oh nee, wie die Frau benannt. Und da ist noch Geld drin, ja, gut. Das wird aber, glaube ich, nicht mehr sehr wichtig sein. Leider. Oh Mann, ey. Den hat's aber... Freunde? Seht ihr da so viel Blut beim Autounfall? Ich meine, wer weiß, was da passieren kann, aber... What have you got on the victim? From all reports, he was intoxicated at the time of the accident. I'll know how intoxicated once I've done the autopsy. Looking him over now, I'd say he died on impact. What about the chest wound? Isn't that inconsistent? Very common in auto injuries. Look for a car with a prominent hood ornament. Those things are killers. Ah, Moment. Wartet mal hin. Okay, ich habe mich schon gewundert mit der Brustverletzung. Ah, mit hier solchen genau, so eine Figur, so eine Kühlerfigur, wenn du da drauf landest. Ah, okay, ja, das macht Sinn. Careful where you step, Alter. Phelps. I don't come down to the station house and tap dance on your desk. Das stimmt. Ui, da, was eine lange Blutspur. Body traveled a good 20 feet. Alter. Mensch, das hat keiner verdient. So, da haben wir noch 2 Hinweisschilder. Noch mehr Blut. Okay. This blood is a long way from the body. The car must have been going like a bat out of hell. Gut, das hat er gehabt, das haben wir gesehen. Aber das ist doch sehr suspicious. Und der Hinweis A. Bremse. So the driver managed to brake before the impact. Das heißt, er hat ihn nicht voll mitgenommen. Jo.
Okay. Noch mehr Hinweise? It's all yours, Detective. Ja. Ich glaube, wir haben auch noch nicht alles gefunden, was wir hier überall finden sollen. Aha! Aha. Na komm. Schau das Ding an. Hallo? Guck's jetzt. A knife covered in blood. Could be a steak knife. This is a hit-and-run case, Phelps. Anyone could have thrown away a kitchen knife. In any case, we'll want tech services to scrub the alleyway before they bag the knife. Bekowski hat recht. Aber... Ist das eine Zeitung, die wir lesen können? Nee, ne? Bekowski hat recht, aber... Das ist suspekt. Hier ist auch noch was. Nothing significant. Okay, nichts von Bedeutung. Hier noch was. Hier liegt eine Flasche. Gut, Flasche ist, glaube ich, ja so... Don't think this is any. Können wir den Doktor dazu nicht befragen, ob das auch vom Messer stammen könnte? Okay, jetzt sind wir anscheinend so weit weg, dass der Tatort nicht mehr interessant. Okay, und aufs Dach. Was sollen wir auf dem Dach, ganz ehrlich. Können wir den Doc nochmal befragen? Docky? Sorry, Phelps, do you mind if I get on with this? Ah, okay. Da ist noch der Hut. Okay. Was kann ich mit dem Hut machen? Just when I think I've seen it all. Anscheinend gar nicht. Ja, würde ich mal sagen, reden wir mal. Haben wir jetzt wirklich alles hier gefunden? Nee, hier ist noch ein Hinweis. Hier drin nämlich. Oh, eine Zeitung! Nice! Okay. Hätte ich mal da reingehen sollen, wa? Prominenten Psychiater, versichert, verspricht geistige... Ja, okay. Geistigen Durchbruch. Thanks, Doctor. How are you finding working at the clinic? Der Doktor schon wieder und Courtney. It's, fine. Are you sure? Can I be honest with you, Doctor? I would hope so, Courtney. I was hoping that the therapy would be more beneficial. Treatment can unfortunately be very long-term. So many of the patients here are addicts, Doctor. Many of them have been for years, Courtney. In the past, these people were condemned to sanatoriums. We can reveal the root of the problem. Then we have a chance to help them. And until then, they stay sedated? Do I detect a hint of reproach, Courtney? I was expecting more, Doctor. I'm sorry. I don't mean to criticize. Part of being a physician, Courtney, is learning to be patient. How is it possible to keep so many of them on their medications, Doctor? Many of their addictions are illegal. Oh, many things in life are gray, Courtney. What may on the surface appear to be illegal is actually of benefit to society at large. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet, aber dieser Doc ist komisch. Mit dem unterhalten wir uns noch nicht, wir unterhalten uns erst mit der Lady. Somit haben wir auch alle Hinweise gefunden. Miss Perry? Yes? I'm Detective Phelps. This is my partner, Detective Bekowski.
Da wollen wir sie mal befragen. Can you tell us what happened? Well, I came to the window because I heard people arguing downstairs. Das scheint die Wahrheit zu sein. Ja, starrer Blick Richtung uns, guckt nicht weg. Das ist die Wahrheit. Then what happened? I saw a car hit that poor man and knock him down the street. Ja. What kind of car was it? A dark red Lincoln Continental. Okay, sie kennt den Wagen? Wieder gleicher Blick. Okay, er war dunkelrot. Ja, richtig. Did you see the license plate? Only the first 3 letters, I'm afraid. 3C8. Okay. Stark. Das ist ja schon mal richtig viel. Sie ist nicht unsicher, gar nichts. Tell me more about the argument you heard. Well, there were 2 voices. A man and a woman. That's all. Nee. Das ist nicht die Wahrheit. Wenn ich jetzt hier reingucke und sie angucke. Nein, das ist nicht die Wahrheit. Aber wir haben ja keinen Beweis dafür, von daher. Why are you holding out on us, Miss Perry? I'm sorry. I was hoping to tell my story to the newspapers. Ach, komm, I'd like to Lily. get my picture in the paper. Trying to find work as an actress, and things look pretty difficult. Cough it up, sister. We don't have all night. People arguing? They were husband and wife. I could tell by what she was yelling. Intimate things. Very embarrassing for the man. Okay. Thank you, Miss Perry. Your information has been very helpful. You can go now. You really think so? I hope you find that driver and put him away. Wir geben unser Bestes. Certainly got away with the dames, Phelps. Give it a rest, Bukowski. Let's see what the patrons have to say. I'll take the bartender. You work the rest of the room. Ja. Okay. Wir haben hier noch zu telefonieren. Stimmt, die Frau. Das machen wir zuerst. Und dann reden wir mit dem Barmann. Operator, message for KGPL. Putting you through now. Cole Phelps, badge 1247. How could I help, Detective? I need to run a partial license plate, 3 Charles 8. Cross-check possible Lincoln owners. Suspect vehicle is a red Lincoln Continental. Just a moment, Detective. Only one possible make on that license. Registered to a William Shelton, 738 West Temple Street. Thank you. Sehr schön. Da haben wir doch eigentlich schon unseren Fahrer. Looks like we caught a break on this one. Ja, aber erstmal unterhalten wir uns mit dem guten I'm Mann Detective hier. Phelps of the LAPD. How can I help, Detective? Your name would be a good start. Dudley Lynch. Hired help. I run the place when the owner ain't around. Where is Okay. the owner? He stepped out. Somebody had to take Lorna, Mrs. Patterson, home. Luna Patterson, okay. What can you tell me about the accident? Not a lot. It was busy in here, and all I heard was the impact. Du lügst. Das ist nicht die Wahrheit. Ist das jetzt Lüge mit Streit kombinieren? Müsste doch eigentlich, oder? Why are you lying, Lynch? What are you covering up? Is that the best you've got? You expecting me to confess to being the driver? Nee. Looks like I was mistaken. Das meine ich damit nicht. Ja, da muss ich das anzweifeln. Ich habe gedacht, okay, schauen wir mal. So what was he doing outside? It's against licensing regulations to drink on the sidewalk. Esther and Lorna were having a fight. The owner made him take it outside. It was pretty ugly. Der Sound der Stimme ist ein bisschen komisch, ne? Do you know the victim? Yeah. Lester Patterson. He's a regular here, or he was.
Guck, das ist nämlich ein ganz anderer Blick. Starr Richtung uns. Guckt nicht links und weg, kaum Gesichtsbewegung. Bewegt sich kaum, wirkt nicht nervös. Wahrheit. Not one of your favorite customers? Lester was special, but not my kind of special. Was Lester drinking alone? No, he came here with his wife. She didn't seem too interested in the booze, though. Okay. A witness overheard an argument. Lester and Lorna. There's nothing like airing your dirty laundry in public, is there? Da war mehr. Why was Lorna Patterson in such a hurry to leave? What is going on here? Lorna was pretty upset, so Leroy took her home. Lorna and Leroy are close. They've been talking about opening a new bar. Leroy? Leroy Sabo, the owner. Aha. Die sind sich... Aha. How long have Lorna and Leroy been talking about this new bar? Who knows? I just served the drinks. Ach, hör doch auf. Ja, guck, er schaut schon wieder weg. Er lächelt komisch. Ja, schaut wieder weg, ja. Du hast mich gar nicht so anzugucken. Bartenders hear all sorts of things. Are you gonna tell me, or do we have to start playing rough? When Lester was drinking, he treated Lorna like dirt. He gambled away all their money. Lorna pitched Leroy about the bar. I don't know how interested he is. Is Leroy doing well? Hell no. The only thing keeping this place afloat are the poker games. Okay. Thanks for your help, Lynch. I'm gonna need you to sign a statement with the patrolman. Sure, no problem. You get anything out of the regulars? They weren't giving too much away. They liked watching Lester and Lorna go a few rounds every other day. And Lester was a fan of the love tap. Okay. Ah, ich hasse es. Ja, dann würde ich mal sagen, fahren wir mal zu diesem William. Oh, da sollten wir nicht drüber, ne? Ciao. Doc. Wir fahren dann mal zu diesem William Shelton. Aber das, meine Freunde, machen wir erst im nächsten Part. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir haben unseren ersten Fall mit einem Toten. Also das ist nicht so schön. War es der erste Fall mit einem Toten? Also der erste Fall im Verkehrsdezernat mit einem Toten, mit Auto. Und ich habe mir schon gedacht, dass sowas wie Fahrerflucht kommt oder so. Muss eigentlich sein im Verkehrsdezernat. Sehr schön. Jetzt haben wir zumindest die Adresse von dem Auto. Und schauen wir mal, ob wirklich der Autounfall zum Tod geführt hat. Mal gucken, vielleicht war da so eine Figur drauf. Let's get moving. Vielen, vielen Dank fürs Zuschauen. Habt noch einen schönen Tag, Freunde, und wir werden das im nächsten Part herausfinden. Bis dahin, haut rein. Ciao.